Du hörst Herzenssache, Projektgeflüster mit Madame Fogana, der Podcast, der dich nach Ghana mitnimmt. Christine und Bettina erzählen bewegende Geschichten, plaudern aus dem Nähkästchen und teilen persönliche Erfahrungen. Komm mit auf diese besondere Reise. Los geht's! Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge von Madame Foganas Podcast Herzenssache, Projektgeflüster mit Madame Fogana. Dieses Mal wieder ohne Christine, dafür mit meinem guten Freund und unserem wunderbaren Unterstützer und Förderer Jens Stubbe, der aus meiner Heimatstadt kommt und schon das zweite Mal jetzt ein Projekt von uns fördert. Und das ist natürlich, wo ich gesagt habe, Mensch, da musst du unbedingt in unserem Podcast kommen, weil das ist außergewöhnlich, auch so ein Engagement und vor allen Dingen, was die machen und was sie bewegt, darum soll es hier heute bei uns gehen. Herzlich willkommen, mein lieber Jens. Ja, hi Bettina, vielen Dank. Ich freue mich total, dass du hier zu mir in den Podcast gekommen bist. Ich sitze in Ghana. Ihr kennt das mittlerweile alle, wenn unsere Qualität manchmal ein bisschen stockt und so, dann müsst ihr uns verzeihen. Ich sitze in Ghana momentan in Accra. Wo sitzt du denn, Jens? Ja, ich sitze in Breckerfeld, das ist ein kleiner Ort direkt in der Nähe von Hagen. Und ja, Hagen ist der Ort, aus dem du ja auch kommst, Bettina, und in dem wir beide uns damals kennengelernt haben, vor langer, langer Zeit. Ich arbeite als Journalist für eine Tageszeitung und habe damals über Bettinas erste Reise nach Ghana berichtet. Ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Du bist, glaube ich, sogar schon mal in einem Podcast vorgekommen, aber ich sag mal anonym, weil ich mit Christine in einer unserer ersten Folgen mal erzählt habe, wie ich überhaupt nach Ghana gekommen bin und wie das dann weitergegangen ist. Und das war ja damals dein Freund, der im Krankenhaus, als ich Nachtschicht hatte, mit mir da gesessen hat und dir dann von mir erzählt hat, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Und Ja, so haben wir uns damals kennengelernt. Also genau ist so war schon, das. ja, schon 'ne ganze Weile her. Heute Ja. würde ich gerne mal ein bisschen mehr von dir hören und weniger von uns. Lieber Jens, du hast wieder mal zum zweiten Mal eine total coole Aktion vor. Lass uns mal teilhaben. Was ist da los? Ja, ich bin jetzt nicht alleine, das ist mir ganz wichtig, sondern mit mir gemeinsam sind unterwegs Sven Rüggeberg, ein guter Freund von mir, und Michael Peiinghaus, ein guter Freund von mir. Wir kennen uns über das Radfahren. Wir sind alle drei Mitglieder in einer Mountainbike-Gruppe beim TuS Breckerfeld. Und ja, das Fahrradfahren ist einfach unsere große Leidenschaft. Mittlerweile fahren wir nicht mehr nur Mountainbike, sondern auch mit dem Rennrad. Und daraus ist letztlich die Idee entstanden einer Spendentour. Das haben wir im letzten Jahr zum ersten Mal umgesetzt. Wir sind in die Alpen gefahren. Wir sind bis auf 2770 Meter Höhe über das Stilfser Joch gefahren und ja, haben uns diese Fahrt einfach sponsern lassen, sponsern für den guten Zweck. Das heißt, wir haben für jeden Höhenmeter, den wir zurückgelegt haben, Menschen um Spenden gebeten. Und wir waren total baff, wie wahnsinnig gut das geklappt hat. Da sind fast 7.000 Euro bei umgekommen, die damals gegangen sind an das Kinderheim, in dem es eben darum geht, ja, versklavte Kinder eine Perspektive zu geben. Ja. Ich erinnere mich noch gut daran, da durfte ich dich ja bei dir zu Hause in Breckerfeld besuchen. Da haben wir auch 'n kleines Video zusammen aufgenommen und haben auch über diese, ja, Fahrradgeschichte für mich als jemand, der zugibt, dass er, ich will jetzt nicht sagen, dass ich unsportlich bin, aber ich gebe doch zu, vielleicht etwas faul. Also jeder, der mich jetzt gut kennt, der lacht wahrscheinlich. Ne? Meine Vereinsmitglieder halten wahrscheinlich gerade sich den Kopf fest. Ähm, Stifter Joch, Fahrradfahren, das hört sich nach Alpen und ziemlich viel Steigung an. Ich kenne mich überhaupt nicht aus und behaupte jetzt mal, ein Großteil unserer Hörer jetzt nicht. Da geh doch noch mal bitte ein bisschen ins Detail. Was fahrt ihr da? Wo fahrt ihr da? Wie müssen wir uns das vorstellen? Ja, also in Zahlen bedeutet das in diesem Jahr 450 Kilometer und ja, ungefähr 10.500 Höhenmeter. Das ist eigentlich das Entscheidende, weil Höhenmeter heißt halt, man fährt ziemlich viel bergauf, wie das eben in den Bergen so ist. Man fährt auch wieder bergab. Aber das Bergauf ist natürlich das, was eigentlich anstrengend ist. Dafür trainieren wir auch gerade. Es wird so sein, dass wir in der Nähe von Innsbruck irgendwo starten. Dann fahren wir im Grunde genommen ja zunächst mal in Richtung Italien.
einfach den traditionellen Pass hoch und zweigen dann ab Richtung Südtirol. Also wir fahren den Brenner hoch oder parallel zum Brenner. Da gibt es auf halber Höhe auf dem Berg eine alte Passstraße, die wir nutzen, damit wir nicht im Hauptverkehr feststecken. Ja, und von da aus zweigen wir ab nach Südtirol, fahren dann rund um das Sella-Ronda-Massiv, einmal mit ja auch ganz vielen Pässen, über die wir dann drüber müssen, kommen nach Sterzing runter. Das ist ein sehr schöner Ort, in dem wir auch auf unserer letzten Tour vorbeigekommen sind. Und von Sterzing aus zweigen wir dann ab, fahren über den Jaufenpass, schließlich über das Timmelsjoch und kommen in schöne Ötztal, schlafen dann eine Nacht in Sölden. Und von Sölden aus geht es dann nochmal über Kühtei. Das ist also ein weiterer Pass, im Grunde genommen wieder zurück nach Innsbruck. Insgesamt sind wir 4 Tage unterwegs, rund 450 Kilometer, ungefähr 10.000 Höhenmeter oder ein bisschen mehr als 10.000 Höhenmeter. Ja, und wie ich schon erzählt habe, dafür trainieren wir gerade. Wir sind fast jeden Tag auf dem Fahrrad unterwegs, machen kleinere und größere Touren und versuchen eben hier rund um Hagen und rund um Breckerfeld so viele Berge und so viele steile Straßen wie möglich in dieser Zeit zu fahren. Wahnsinn. Also 10.000 Meter, das hört sich an nach ganz schön viel. Das ist ja mehr als Mount Everest. Da will ich jetzt gar nicht wissen, was ihr alle für Beine habt. 450 Kilometer, das ist, glaube ich, jetzt also nicht so weit, ne? Aber wenn man jetzt an die Strecke denkt, dann ist das natürlich Wahnsinn. Da kann ich einfach nur sagen, Hut ab. Das ist einfach Wahnsinn. Da fällt mir nichts Besseres zu ein. Und ja, ihr Lieben alle, die ihr jetzt den Podcast hört, wir werden das natürlich auf Social Media begleiten. Der Jens wird uns sicherlich Sachen schicken, beziehungsweise bei sich auf seiner Seite posten. Wir verlinken unten in den Shownotes auf unserer Webseite, packen wir das unter Aktuelles. Und unseren Instagram-Handel und Facebook-Handel kennt ihr ja auch, ne? @madamefogana. Falls noch nicht, müsst ihr das alleine wegen dieser Aktion auf jeden Fall subscriben. Ja, und lieber Jens, ich bin ein bisschen sprachlos, weil sich das echt anstrengend anhört. Vielleicht magst du uns, auch wenn natürlich wir dir den Vorschlag gemacht haben, aber vielleicht magst du uns denn mal erzählen, wofür diese Aktion dieses Mal sein soll. Ja, also die Aktion hat einen Namen seit einiger Zeit, die heißt Gipfel für Ghana. Und wir haben auch ein kleines Logo entworfen und auf diesem Logo wird schon klar, worum es geht. Wir wollen also in diesem Jahr Geld sammeln für einen Brunnen. Spendenziel sind 9.000 Euro, da sind wir schon auf ganz gutem Wege. Wir sind so knapp unter 2.000, aber wir fahren auch erst Anfang August los. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, und in dieser Zeit werben wir für unsere Aktion. Wir trainieren parallel dazu natürlich die ganze Zeit und wir sammeln eben auch schon Spenden. Und klar, wir freuen uns über jeden, der Bock auf dieses Projekt hat. Wir freuen uns über jeden, der uns supportet, der eben für die gute Sache spendet. Und ja, der Betrag spielt dabei eigentlich erstmal keine Rolle. Also es sind viele kleine Beträge schon eingegangen, was uns total freut. Wir haben auch schon ein paar größere Spenden, das freut uns natürlich auch. Ja, und so hoffen wir eben, dass bis Anfang August und spätestens nach unserer Tour, wenn wir die Kilometer hinter uns gebracht haben, eben diese 9.000 Euro zusammengekommen sind, damit wir in einem Dorf in Ghana einen Brunnen bohren können und ja, damit da die Menschen einfach eine Perspektive haben. Ja, da kann ich vielleicht dann noch mal zu vielleicht ein paar Details sagen. Genau, es geht also um ein Wasserprojekt. Wir haben bei deiner anderen Spendenaktion, wie du ja schon gesagt hast, das Kinderheim in Ho in der Volta-Region unterstützt, beziehungsweise ihr habt es unterstützt und wir haben das dann umgesetzt. Und dieses Mal geht es eben für Wasser. Ist vielleicht auch eine ganz schöne Verbindung, wenn ich an diese Steigung denke. Dann werden wir sicherlich die ein oder andere Wasserflasche konsumieren. Das ist ein kleines Dorf in Ghana, heißt Sobinso Nummer 2. Nummer 2 haben Dörfer immer, wenn die so groß sind oder ein bisschen voneinander abliegen, also die Dorfhälften sozusagen irgendwie getrennt sind. Damit die Leute sich besser orientieren können, werden diese Dörfer dann Number 1 und Number 2 und manchmal sogar auch noch Number 3 genannt. Das ist ein Dorf in der Bono-Region. Wir verlinken euch auch unten eine Karte, dann könnt ihr euch das mal alles anschauen. Und vor allen Dingen natürlich auch die Spendenaktion verlinken wir, wo ihr unseren lieben Jens mit jeder Kleinigkeit, die ihr entbehren könnt, bitte gerne unterstützen könnt.
Das Wasserprojekt ist für eine Dorfgemeinschaft, die aktuell eben nur Wasser aus einem 3 Kilometer entfernten Fluss holen kann. Und dass das nicht besonders gesundheitsfördernd ist, ich glaube, da brauchen wir uns alle jetzt hier nicht drüber zu unterhalten. Das ist eine total tolle Aktion, Jens. Ich bin wie immer total also schwer beeindruckt von jedem, der irgendwie sich aufmacht und für andere Leute was macht. Ich zitiere mittlerweile, glaube ich, fast in jeder Folge immer meine liebe Freundin Christine, die eben so einen Wahlspruch hat: mit dem, was du hast, dort, wo du bist, das Beste machen. Und in diesem Fall ist das eben du und dein Team. Da würde ich mich freuen, lasst uns doch auch mal vielleicht ein Gruppenfoto bei eurer nächsten Ausfahrt zukommen. Dann können wir das auch mal zeigen. Die Leute, die mitfiebern, wir haben natürlich auch, glaube ich, hier Fahrradenthusiasten bei uns sicherlich, die den Podcast hören, die vielleicht das ein oder andere auch von euch wissen wollen oder keine Ahnung. Vielleicht kriegt ihr sogar, ich glaube manchmal so Sportler, wenn die so größere Strecken zurücklegen, dann haben die manchmal so Fans, die irgendwie mitlaufen oder mitfahren, ne? Vielleicht können wir da ja ein paar organisieren. Also, liebe Madamfos, wer von euch ist da unterwegs und kann am Straßenrand mit einer Ghana-Fahne unser Team anfeuern? Das wäre natürlich was ganz Besonderes. Das fände ich richtig gut. Ja, Jens, wenn ich dich jetzt hier schon mal habe, wir haben natürlich darüber gesprochen, weil die Motivation jetzt und so. Wie gesagt, das ist nicht das erste Mal. Und so wie ich dich als Mensch auch eben lange ja schon kenne und auch privat, auch deine Familie, deine zauberhaften Kinder, deine liebe Frau, erscheinst du mir wie ein Mensch, dem einfach vieles sehr nahe geht und dem ganz viele Sachen einfach nicht egal sind. Hast du das in deinem Leben, wenn ich dich das fragen darf, schon immer irgendwie so in dir gehabt, dass du einfach gesagt hast: „Mensch, ich stehe für andere Leute ein, ich will da helfen?“ Hat sich das irgendwie bei dir entwickelt? Ich frage deswegen, weil ich das eben so ein bisschen von meinem Opa habe, den du ja von damals auch noch in Erinnerung hast. Hast du da irgendwie einen Tipp für uns? also bei mir war es, glaube ich, so, man ist ja geprägt durchs Elternhaus und das war bei mir so. Und als ich noch klein war, hatten wir schon ein Patenkind in Südamerika und ich komme nun gewiss nicht aus einer reichen Familie, sondern aus ganz, ganz einfachen Verhältnissen letztlich, aber das war meinen Eltern damals schon 'n Bedürfnis und das ist es letztlich, was mich geprägt hat, auch, ne? Und mir geht's heute sehr gut, ganz gewiss. So, ich lebe wunderbar, meine Familie ist gesund, wir kommen gut über die Runden. Ich muss mir keine Sorgen machen über meine Zukunft. Und klar, durch unsere enge Verbindung letztlich bekomme ich eben mit, dass das in Ghana längst nicht überall der Fall ist, sondern dass es da sehr, sehr viele Menschen gibt, denen es lange, lange nicht so gut geht wie uns. Und ja, wenn wir da durch diese Tour zumindest einen ganz, ganz kleinen Beitrag dazu leisten können, dass es einigen wieder besser geht, dann ist es nicht nur mir ein Herzensanliegen, sondern uns allen dreien, wie wir uns da gemeinsam auf den Weg machen. Und ja, in dem sind wir uns einig. Das motiviert uns auch ein bisschen, muss man sagen, letztlich, weil, wie Bettina gerade schon gesagt hat, das ist schon wahrscheinlich tierisch anstrengend. Wir werden da an unsere Grenzen gehen müssen. Das wird noch mal anstrengender als unsere letzte Tour, muss man sagen. Das sind noch mal 3.000 Höhenmeter mehr. Das sind noch mal Kilometer mehr, die wir da unter die Räder nehmen. Und ja, das fordert schon einiges ab. Da sind wir uns ziemlich sicher. Aber in dem Wissen, dass wir es eben nicht nur deshalb machen, weil es unsere Leidenschaft ist und weil die Landschaft schön ist und weil wir gerne gemeinsam unterwegs sind, sondern in dem Wissen, dass wir damit auch noch Gutes tun. Ja, das motiviert uns letztlich, ne? Und das gibt Ja, uns auch die Kraft, da die Berge hochzustrampeln. Das hoffe ja. ich zumindest, dass das so ist. Nein, nein, das wird schon alles ganz wunderbar werden. Wir hoffen dann auf gutes Wetter, also nicht zu heiß, vielleicht ein bisschen bewölkt, aber eben kein strömender Regen oder so. Das wird alles ganz wunderbar werden. Wir drücken ganz fest die Daumen, dass einfach eure ganze Planung und jetzt vor allen Dingen auch das Training im Vorwein, dass das genauso funktioniert. Das ist ja auch so ein Trainingsplan, kenne ich von meinem Freund Florian Weiß, der Moderator beim ZDF. Der macht ja auch Marathons und solche Sachen. Sich auf so ein Ereignis vorzubereiten, erfordert ja auch extreme Logistik. Das ist ja nicht mal eben aus dem Ärmel geschüttelt, wir gehen ein bisschen Fahrrad fahren, denn da kann man sich ja sonst auch sehr verletzen, ne, wenn man sowas angeht und da einfach nicht für trainiert ist. Ja. Ja, das ist leider das kleine Risiko, was bleibt, ne? Also, beim Training kann es immer passieren, dass sich einer auf die Nase legt. Das darf vorher auf gar keinen Fall passieren. Ja, aber wir klopfen mal auf Holz, dass das auch gut geht und dass wir gesund die Tour antreten können. Gut, mein Lieber, dann danke ich dir von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Geht's jetzt gleich noch aufs Rad?
Nee, heute geht's nicht mehr aufs Rad. Ist hier mittlerweile, ich muss mal auf die Uhr schauen, 7:45. Ja, da wird so ab 8:45 dunkel. Im Dunkeln ist dann nicht ganz so gut radeln, weil gerade hier so im Breckerfelder Umland eben die Straßen auch nicht ganz so gut ausgeleuchtet sind. Ich überlege morgen früh, wenn's Wetter gut ist, mit dem Rad zur Arbeit zu fahren und, ja, habe dann da so meine erste kleine Tour schon am Vormittag, bevor die Arbeit losgeht. Das ist prima. Du, vielen, vielen Dank. Vielen Dank an dich, dein Team, deine Freunde, dass die da mitmachen und an deren Familien und an deine Familie, dass die euch da auch ziehen lassen, weil die Sommerferien, die kann man ja auch gerne als Familie mal komplett verbringen und die jetzt dann da für uns auch ein bisschen, ich sag mal, zu opfern. Da, ja, da kann man einfach auch nochmal Danke sagen. Vielen, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst. Ihr Lieben, wir verabschieden uns heute mit unserem Podcast, mit dieser Sonderfolge und wir halten euch hier auf dem Laufenden. Wie gesagt, verfolgt uns auf Instagram und Facebook und wenn ihr Fragen, Anregungen habt oder von unserem lieben Jens irgendwas wissen wollt, schreibt wie immer eine E-Mail an podcast@madamfo-ghana.de oder ihr folgt ihm am besten einfach gleich selbst auf Instagram, Jens Stubbe. Vielen, vielen Dank, lieber Jens. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Liebe Grüße an die Familie und bis ganz bald. Ja, Grüße nach Ghana. Es war schön, bei euch zu sein und, ja, folgt uns auf unserer Tour und, unterstützt uns. Das wäre super. Bis bald, mein Lieber. Vielen Dank. Ciao. Ciao.